Und da sind wir wieder bei Jig-Wig Plays The Witcher 3. Willkommen zurück. Wir folgen gerade dem Tölpelbold, den wir erschaffen haben aus der Fehlgeburt von Anna, Frau des Barons. Und der soll uns nun zu Anna selbst und der Tochter Tamara, irgendwie so führen. Und ja, wir schauen mal, ob es das tut. Moment mal, wir sind in der Burg des Barons. Wir waren doch schon weiter, oder nicht? Ich fürchte, ich habe nicht gespeichert beim letzten Mal. Ja, da müssen wir die kleine Sequenz nochmal neu machen. Dafür hole ich jetzt nochmal mein Pferdchen. Come on. Wieso habe ich nicht gespeichert? Bin ich blöd? Go, go. Hier kam jetzt, glaube ich, die Drowner. Ja, genau. Schauen wir mal, ob wir die vielleicht mit dem Pferd mittlerweile hinkriegen. Nee. Oh, die Reichweite ist so blöd. Oh, ey, da muss er echt direkt neben dem sein, damit da was passiert. Nicht besonders gut gemacht. Oder ich stelle mich blöd an, das kann natürlich auch sein. Aber besonders eingängig ist es nicht. Und das passiert halt auch. Das ist auch immer besonders toll. Das kenne ich noch von Skyrim, da war der Pferdkampf ähnlich bescheuert. Da klappt er hier noch ein bisschen besser, muss man ehrlicherweise sagen. Skyrim war eine Katastrophe. Hier ist ja regelrecht überschwemmt alles. Okay, weiter im Text. Der hatte uns doch zu diesem einen Hof geführt, wo wir eigentlich schon die Dinge untersucht hatten. Das war so ein, was war das, eine Räucherei, genau. Oder irgendwie Pechräucherei, oder wie nennt sich das? Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around, though. A bracelet. One of them must have dropped it. Bracelet, Hufspuren. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Und Kleidung. They change in here. Both were here. I'm going the right way. Okay, weiter Wants to geht's. show me something more. Endriaga. Endriaga? Was war denn noch ein Endriaga? Zeigt euch. Ach, die Käferviecher. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber wenn er diese Kack-Pirouetten mal lassen würde, dann würde er auch beim Anstürmen nicht so häufig getroffen werden, der Gute. Go, go. Move it. Come on. Slow now. So, was haben wir da? Da haben wir wieder diese Explosivviecher. Ja, probieren wir es halt nochmal. Nein, diesmal zu spät.
Autsch, autsch. Nee, das wird zu blöd. Mach wieder auf die gute alte Art. Okay, auch nicht besonders elegant, aber das war auch gerade ein bisschen ungünstig. Ungünstig platziert. Den einen mit dem anderen umgebracht. Das ist doch ganz cool. Ja, es gut, Plötze. Oh, Plötze, ey, wenn du dich da zwischendrum rennen würdest. Das war knapp. Bin noch nicht ganz drin wieder hier. Schwalbe. Bisschen rohes Fleisch, Brot. Alles rein. Alles rein, was schön macht. Should examine that horse carcass. Oh, das sieht gar nicht so gut aus. Das Pferdchen, abgeschlagener Kopf, halb aufgefressen und daneben liegt ein Toter, aber wahrscheinlich keine von den beiden Frauen. What do we have here? Och, jetzt muss ich wieder alles einzeln durchklicken. Na gut. Kopf. Head torn clear off. Takes incredible strength. Knochen. Bones have been here a while. Ah ja. Sattel. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Beine. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Fassen wir zusammen. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Ugly bastard. Na, komm halt. Da ist noch ein Wolf. Ich glaube, die Armbrust bringt gar nicht so viel gegen normale... Das ist, glaube ich... Machte die nicht Silberschaden? War das nicht so? Also gegen Monster sinnvoller. Ständiger Auf- und Absteigen, das nervt. Ich gehe mal zu Fuß weiter. Hier sind sowieso überall Mikrophagen auf dem Weg. So, was haben wir hier? Ein Fischer. Eine Fischerhütte. A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Dann machen wir das doch. Wir gehen mal rein. Zerbrochenes Ruder. Da sind ja Leute drin.
Who's that? The room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. Ja, Kinder. Wen hast du gesehen? Kannst du sie beschreiben? Was ist mit der Frau passiert, die hier war? I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So, kid, who did you see? Who came here? Pappy brought her at night, the lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster, said she had to go back, dunno where to. Mummy and Pappy cheered her up, gave her clothes. Hers were ragged. Zerrissene Kleidung, sie muss zurück zu einem Monster, macht Medizin. Vielleicht ist ja meine ursprüngliche Vermutung mit dem Werwolf gar nicht so weit hergeholt. Mal gucken. Was ist mit der Frau passiert, die hier war? Where'd the girl go? Your son said enough, no point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of our father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is, aye. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to crow's perch with a baron. Why? 'Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. Wo ist denn die Frau des Barons? What happened to Tamara's mother? 'Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. Fiery marks on her hands. Okay, erzähl mir was über diese Brandzeichen. What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Der Junge guckt cool im Burned? Hintergrund. Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Okay, Magie. Es wird immer kurioser. Warum hast du ihnen überhaupt geholfen? Why help them at all? You risked a lot. I'd a debt. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it. Brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come. A time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Was geschah denn dann mit Fine. Anna? What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden. And then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped.
The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Okay, also scheinbar keine der beiden Frauen ein Werwolf, sondern, wenn da die Beschreibung stimmt, von ihm eine gehörnte Kreatur mit leuchtenden Augen. Okay, da müsste doch Geralt eigentlich wissen, um was es sich handelt, wenn es ein echtes Monster ist. Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. Ja, okay. Wo kommen die ganzen anderen Kinder her? Okay. Das stört hier keinen, wa? Naja. Lachen sogar noch dabei. Wir haben nichts, wir sind battlearm, aber nimm ruhig alles. Was habe ich da genommen? In deinem Buch. Toussaint, ein märchenhaftes Herzogtum voller Wunder. Ein Reiseführer, wie es aussieht. Den lese ich jetzt mal nicht. So, okay. Dann, ja, alles mitnehmen. Zack. Okay, ich bin ja mal sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Hübsches kleines Tierchen. Sprich mit dem Baron über seine Familie. Findet Tamara die Tochter des Barons in Ochsenfurt. Ist das jetzt, ich soll beides tun, egal in welcher Reihenfolge, oder soll ich erst das eine, dann das andere tun? Gucken wir mal. Nee, scheinbar kann ich mich entscheiden. Ich würde ganz gern erst mit Tamara sprechen, bevor ich mit dem Baron spreche. Die Frau und Tochter des Barons waren nicht ohne Hilfe vom Krähenfels geflohen. Ein Fischer in der Nähe hatte ihnen geholfen. Geralt suchte die Hütte des Mannes auf und erfuhr, dass die beiden Frauen auf ihrer Flucht von einem Monster angegriffen worden waren. Die Bestie hatte Annas Pferd in Stücke gerissen und sie dann in den Wald verschleppt. Dabei bereitete ein Umstand, den der Fischer erwähnte, dem Hexer besonderes Kopfschmerzen. Anscheinend hatte Anna seltsame Zeichen in den Händen gehabt, die einige Augenblicke lang brannten, bevor das Monster auftauchte. Woher stammen sie? Was bedeuten sie? Die Antworten kennt nur Anna, doch die musste Geralt erst im Buckelsumpf finden, falls sie noch lebte. Tamara hatte es mit der Hilfe des Fischers bis nach Ochsenfurt geschafft, wo sie bei dessen Bruder untergekommen war. Ja, okay. Schauen wir mal. Das hier ist, sprich mit dem Baron, und da oben ist Ochsenfurt. Da sollen wir Tamara finden. Ich meine, der Baron ist näher dran, aber wie ich schon sagte, irgendwie will ich lieber erstmal mit Tamara sprechen. Wir sind jetzt Stufe 7. Wir könnten ja mal auf dem Weg hier mal nochmal bei der Person in Not vorbeischauen. Da waren, glaube ich, diese Deserteure. Die waren das letzte Mal noch zu krass für uns. Und nach einer kleinen Meditation würde ich da mal versuchen, ob wir die mittlerweile hinbekommen. Da war hier im Fluss ein Point of Interest, ne? Da sind aber wie immer Viecher. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, unter Wasser auch zu kämpfen, weil bisher kam es mir so vor, als müsste man da immer einfach schneller sein als die Gegner. Was schwimmt denn da? Fischschwärme. Ach, wie nett. Schneller sein als die Viecher. Kriegsbeute. Okay. Wir hatten ja auch, glaube ich, hier noch... War nicht hier noch irgendwo was im Wasser, was wir noch nicht geholt hatten? Ich weiß es nicht mehr. Wir speichern mal und versuchen unser Glück. Och, das ist immer so lange braucht. So. Schwimmen, schwimmen.
Aua. Schwimm schneller. Dreh dich um. Loote. Abgeschlossen. Ach, Schlüssel benötigt. Ja, schön. Alter Schlüssel. Kann zum Glück ziemlich lange die Luft anhalten. Oh, ist der schwerfällig unter Wasser. So. Okay, ein Schwert und ein... was war's? Schon wieder vergessen. Hose, genau. Wir machen es hier wie die Marines. Wir kommen vom Wasser, von der Wasserseite. Drehen die ab? Ja, die drehen ab. Das sind wie Haifische. So. Na, sind die schweren Nöter. Wir nehmen vorher mal einen Donnertrank. Dann versuchen wir mal unser Glück. Oh, 16. Okay, die sind immer noch zu krass. Nee, da verschwende ich jetzt nicht meine Zeit. Aua, boah, alter Schwede. Lauf. Lauf um dein Leben. Ja, durch den Sumpf. Das ist die beste Taktik. Nein, danke. Was da hinten? Das sind schon wieder Wölfe. Da kannst du keinen 2 Meter laufen, ohne dass irgendwelche tödlichen Kreaturen auf dich warten. Ich weiß gar nicht, dass jede Form von Stadt oder Dorf ist hier völlig unrealistisch. Sobald die Dorfbewohner einen Fuß aus ihrem Dörfchen setzen, werden die sofort zerfleischt. Ja, okay. Ich wollte eigentlich dann, den Rest wollte ich fast traveln. Das machen wir mal hier im Maulbeertal. Tag zusammen. Können wir mal eben unsere Waffen und Rüstungen aufpolieren. So, der Schleifstein ist hier noch irgendwo. Nee. Ach, das ist nur... Ach, hier ist der. Zack, so. Und dann gehen wir jetzt zum Schnellreisepunkt. Und reisen nach Ochsenfurt. Hat die Tamara sich scheinbar direkt unter seiner Nase versteckt. Quasi. Naja, gut, schon ganz schönes Stück weg für Reacher-Verhältnisse. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Was muss ich mit dem reden? Ja. Oh, dreh dich halt zum Kaufmann. Muss ich da rein? In diesem Haus, Entschuldigung. Gibt es hier eine Tür irgendwo? Mr. Fancy Pants, jawohl. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. Na. Katze. Normalerweise mögen die Katzen doch keine Witcher. And who might you be? My father sent you? Yeah, to see if you're still alive. And well. I'm Geralt of Rivia.
I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Oh ja, ein bestimmtes Auftreten, die Dame. Ich hatte die irgendwie mir jünger vorgestellt, muss ich sagen. Dein Vater sorgt sich um dich. Ja, das wird sie nicht groß überzeugen. Das kann ich dir nicht verdenken. Your father's a vile man. You're angry and bitter. Can't blame you. Why do you help him then? Why did you take this job? Because he knows something about someone dear to me. Promised to tell me if I found you and your mother. Got it. A bit of blackmail. Just his style. Well, now you've found me, you can tell him I'm alive and I'm never coming back. Ja, einen ganz coolen Gambeson an. Gefällt mir. Ich meine, die Rüstungsdesigns sind sowieso klasse bei Witcher, Das muss man wirklich denen zugestehen. Erzähl mir deine Sicht der Geschichte. Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Die soll Finally, we 19 had sein? enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. Die sieht mehr aus wie 35. Was ist mit deiner Mutter passiert? Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. Warum hatte deine Mutter eine Fehlgeburt? Ja gut, das wissen wir ja eigentlich schon, ne? Beziehungsweise, ja gut, es ist hier nicht hundertprozentig geklärt, ob das wirklich die Schuld des Barons war. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. Eieiei, schweres Schicksal. Was hast du jetzt vor? What will you do now? Find my mum? You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Wen hast du dir denn da angelacht? Wer sind denn diese neuen Freunde? Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church Ach of ja, the richtig, Eternal genau. Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. Was ist mit deinem Vater? What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Ja, das ist einer von den Hexenjägern, ne? Die Wachen, die da draußen rumlaufen, die sind nur zur
Für den Flair, hoffe ich. Der Baron ist verzweifelt. Desperate fathers had been known to do a lot to find their daughters. Unexpected from a witcher. I thought your mutations cleansed you of humanity. Stripped you of emotions. You don't need mutations to strip men of their humanity. I've seen plenty of examples. Und wer bist du? Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the Bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. Wohin bringst du Where are sie? you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Hope you know what you're getting into. I've never been more certain. The Eternal Fire is the best thing that could happen to me. In that case, good luck. Thank you for respecting my choice. Farewell. Leckermaul, die Katze. Ganz witzig, es gibt einen Mod bei Skyrim, der in allen Städten Katzen einfügt und das Model ist das von Leckermaul aus Witcher. Kleine dicke Katze. Sieht süß aus. Ja, so wie das hier üblich ist, erstmal alles mitnehmen. Oh, mysteriöser Brief. Da gar nicht drauf geachtet. Es ist alles bereit, wir warten nur auf deine Ankunft. Als ich dem Kommandanten von deiner Hingabe und deinem Eifer berichtete, war er sofort bereit, dich in unsere Reihen aufzunehmen. Zunächst erhältst du eine vorbereitende Ausbildung, doch du weißt ja, wie man reitet und die Klinge führt, damit hast du die Grundlagen bereits gemeistert. Der Rest wird nicht lange dauern. Sobald du unsere Farben trägst, machen wir uns auf die Suche nach deiner Mutter und wir werden sie finden, das verspreche ich. Ach, solche Versprechen sind immer toll. Und wenn wir jeden Quadratzoll Wellens durchkämmen müssen. Okay. Ja, die Gute will Hexenjägerin werden. Man kann es ihr nicht verdenken. Und ich weiß noch nicht so viel über diesen Kult des Feuers, dass ich mir ein wirkliches Urteil bilden könnte. Nur also die Personen, mit denen ich bisher zu tun hatte aus dem Bereich, waren jetzt keine leuchtenden Vorbilder der Moral. Und die Hexenjäger kommen mir ziemlich vor wie so eine fanatische Inquisition. Also, ich bin auch hier skeptisch. Knödel. Tag, guter Mann. Nee. Wollte mit dem Bauer reden. Kann man nicht reden, okay. Mehrere Heimwerker-Enzyklopädien. Muss ich eigentlich nicht alle mitnehmen, die Bücher, die ich schon kenne, nicht wahr? Ups. Zwischendurch mal ein bisschen hier Zeit nehmen, die Details anzuschauen. Das ist schon toll gemacht. Allein die Schnitzereien, die Texturen und all das. Muss man zwischendurch auch wirklich mal würdigen. Oje, oje, die sind alle schwer am Husten hier in der Stadt. Wird doch wohl keine Pest ausbrechen. Ja, mal sehen. Da drüben ist abgeschlossen. Ja, gut. Das war also Tamara. Zumindest geht's ihr, naja, sagen wir mal, den Umständen entsprechend gut. Und sie ist auf einem, ja, ganz guten Pfad. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall auf einem selbstbestimmten, in einer Art befreienden Pfad. Und das ist schon mal was wert. Ein bisschen mehr los als beim letzten Mal, habe ich das Gefühl.
Das war das Gewinnspiel. Wir nehmen das mal mit, weil ich glaube, dann wird das hier nicht mehr als... Genau, dann wird nicht mehr angezeigt, dass es hier noch ein Quest gäbe. Dann ist das nicht so verwirrend. Okay. Gut, das bedeutet, jetzt müssen wir mit dem Baron über seine Familie sprechen. Ein weiteres Mal. Das machen wir aber bei der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wie immer, und freue mich auf das nächste Mal, wenn es heißt Jig-Wig Plays The Witcher 3. Macht's gut. Every sin will burn in the eternal fire.